Servus, hello. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Kaffee Latte Robot und Kommandante C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, für alle, die neu dabei sind, am besten schaut euch hier das erste Video an. Da habt ihr eine kurze Beschreibung, worum es geht, was ich mache, etc. etc. Wir haben immer den Robot von Kaffee Latte, die Kommandante C40 und je nach Folge eine andere Kaffeeröstung. Ich versuche herauszufinden, wie viele Klicks auf der Kommandante sinnvoll sind, beziehungsweise mit wie viel Druck gehe ich nachher am Robot runter, um das zumindest für mich perfekte Ergebnis rauszubekommen. Ganz wichtig ist, ich möchte keine Kaffeekritikvideos machen. Ja? Kaffee schmeckt jedem anders. Mein heutiger Kandidat ist der Indonesia Java Blavan Estate vom Wiener Rösthaus. Achtung, Befangenheit. Dieser Kaffee ist mein Lieblingskaffee in der Bialetti. Ganz kurz zum Rösthaus. Sie selber bezeichnen sich als Kaffeeliebhaber, die die besten Kaffees unter die Gourmets bringen wollen. Sie verkaufen ganz kompromisslos sortenreine Kaffees, das heißt, man findet bei ihnen auch keine Blends. Geschäftsführerin ist die Silvia Meino, ihres Zeichens Röstmeisterin, Barista und Kaffee-Sommelier. Was ich gerne hier mal anmerken möchte auch ist, sie haben wirklich eine sehr, sehr gute Website, gut strukturiert, mit vielen Informationen. Man hat mehr oder weniger, denke ich, das gesamte Team auf der Website auch, wo es zu jedem ein bisschen was zum Sagen gibt. Das gefällt mir immer sehr gut, das ist sehr transparent, sehr durchsichtig und man kennt sich auch sehr gut drauf aus. Eine Filiale ist in der Tigergasse, die zweite Filiale ist in Prater, dort rösten sie auch. Empfehlung, wenn ihr einen Kaffee dort kauft und vielleicht aus der Umgebung von Wien kommt, schaut dort direkt vorbei. Ich weiß, das ist momentan etwas schwierig. Lasst euch dort einfach beraten. Es macht Spaß und man nimmt auch immer ein bisschen Wissen mit. Kommen wir zum Kaffee. Der Indonesia Java Blavan Estate. Ein würziger Kaffee mit kräftigem Körper, intensive Zartbitterschokoladen und Tabaknoten, feine Zimt- und Muskatnuancen, geringe Säure. Geringe Säure, deswegen habe ich ihn mir damals gekauft. Das Ganze ist ein 100% Arabica, 100% Bio und wie die Packung schon sagt, es ist ein Estate, soll heißen, wie kann man das am besten sagen? Ein Estate bedeutet, er wird nicht nur aus einer gewissen Region, so wie ein Single Origin bezogen, sondern von einer gewissen Farm bzw. einer Farmgemeinschaft meistens. Wir haben auf der Packung ein Röstdatum und ein Mindesthaltbardatum. Prinzipiell hat er auch ein Aromaventil, das sieht man nicht, das ist unter diesem Sticker. Ich weiß, dass sie es bei anderen Cafés schon haben, einen Aromaverschluss. Dieser Kaffee hat keinen Aromaverschluss, deswegen mein Tipp, Kaffeedose und den Kaffee nach dem Öffnen dort reingeben. Beziehungsweise kann man natürlich auch, man kann natürlich auch ein Schnapperl verwenden, in dem Fall eins vom Wiener Rösthaus sogar. Gehen wir da gleich drauf. Dieser Kaffee ist prinzipiell für Espresso empfohlen. Auf der Website findet man zu diesem Kaffee dann noch mehr Informationen. Der Kaffee kommt vom Ijen Plateau auf Java, Nona nicht. Er wird von Hand gepflückt und dann nass verarbeitet. Ist eigentlich nicht gewöhnlich für indonesische Kaffees. Dafür hat er, was wieder typisch ist für indonesische Kaffees, wenig Säurengeschmack. Auf der Website finden wir dann auch noch Infos zur Varietät, und zwar ist das Typica, die Anbau- und Erntezeit und auch noch Informationen zur Aufbereitung, gewaschen und dann sonnengetrocknet. Weiters haben wir dann auch noch ein bisschen detailliertere Geschmacksnuancen, und zwar soll er ausgewogen und vollmundig sein. Schmeckt nach Zart, Bitter und Nuss, noch Nuancen von Zimt, Tabak, einen langen Nachgeschmack, wenig Säure, aber das steht auf der Packung auch. Ja, und das ist eigentlich auch schon in Wirklichkeit viel Information zu dem Kaffee. Es gibt zwei Sachen, die mich jetzt ein bisschen stören. Die eine habe ich schon angesprochen, das ist der Aromaverschluss. Ich finde, das ist einfach, in meinen Augen ist es irgendwo ein Must. Ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau wahrscheinlich, aber ich finde einfach, das tut jedem Kaffee gut. Und die zweite Sache ist eine, die ich seltsam finde. Und zwar hat der Kaffee auf der Website
noch eine zusätzliche Beschreibung. A/WP1. Es konnte mir niemand vom Röster sagen, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, sie hatten das auch früher mal auf der Packung, das haben sie schon runtergenommen. Warum sie es dann im Internet noch dazu schreiben, weiß ich nicht. Ich finde, es klingt halt immer so, als wäre das ja irgendwie sowas, eine tolle Zertifizierung. Nur wenn mir keiner sagen kann, was das für eine tolle Zertifizierung ist, dann ist sie für mich auch nichts wert. Und dann würde ich ehrlicherweise sie rausnehmen, auch aus dem Internet. Ich finde, das ist ein bisschen irreführend unter Umständen und das hat dieser Kaffee nicht notwendig. Mitteldunkel bis dunkel geröstet. Hat schon beim Aufmachen diese röstigen Aromen, diese tabakmäßigen Aromen, eher kleine Bohnen. Und man sieht, sie sind sehr uniform geröstet. Naja, ob der Indonesia Java im Robot genauso gut funktioniert wie in der Bialetti, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, machen wir einen Kaffee. Ganz anders als in der Bialetti, aber er schmeckt trotzdem sehr gut. Und er schmeckt wahrscheinlich eher so, wie er eigentlich gedacht ist. Ja, also Muskatnuss schmecke ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt. Aber ja, er ist würzig, ja, er ist kräftig. Er hat in der Bialetti weniger Säure, als er da hier beim Robot hat. Aber es ist trotzdem verhältnismäßig wenig. Zartbitterschokolade, ja, das kommt auch hin. Zimt, frei interpretiert, würde ich mal sagen. Diese Tabaknoten finde ich auch und die finde ich relativ stark. Das kann man auch mit den Röstaromen in Zusammenhang bringen, ist aber angenehm. Also ich würde jetzt mal Muskat und Zimt und so das alles zusammenfassen. In einer gewissen Süße auch, die dieser Kaffee hat, ist einfach eine runde Geschichte, wie man hier sagt. Er hat, würde ich sagen, das, was ganz gerne bei vielen Kaffees heutzutage umsteht, nämlich hat feine Säure, aber die ist halt wirklich fein. Nämlich im Sinne von angenehm. Der ist relativ stark im Koffein, aber vielleicht empfinde das nur ich so. Also dieses Würzige, was da oben steht, das ist wirklich relativ stark da. Ja? Meine Ratio ist hier 1:2. Kann sein, dass das vielleicht der eine oder andere ein bisschen länger haben möchte, damit das nicht ganz so extrem hat. Ich habe wieder meine 18 Gramm Kaffee und 65 Gramm Wasser. Auf der Kommandante habe ich 7 Klicks. Ich mache dann 10 Sekunden Pre-Infusion und gehe so circa bei 6,5 Bar durch. Im Zweifelsfall eher so Richtung 7 Bar. 6 Bar ist schon ein bisschen wenig. Der Kaffee, den ihr da rausbekommt, ist wie gesagt sehr würzig, ist ein bisschen stärker im Koffein. Ihr habt definitiv diese Röstaromen drinnen, obwohl er gar nicht jetzt so ultra dunkel geröstet ist. Also es ist wirklich etwas, das von der Bohne kommt. Was bei dem Kaffee jetzt noch so eine Sache ist, die mir aufgefallen ist, aber wie gesagt, ich trinke den auch schon sehr lange, ist, der ist wirklich nicht immer gleich. Das mag daran liegen, dass er eben ein Estate ist. Das mag daran liegen, dass sie ihn vielleicht ab und zu mal anders rösten. Er ist immer gut, aber man muss halt dann hier und da ein bisschen was an den Einstellungen verändern. Ich habe den jetzt über ein Jahr hinweg immer wieder mal gekauft und die Einstellung ist eigentlich
recht ähnlich geblieben. Und die ich euch hier jetzt mitgegeben habe, ist die am besten funktioniert wirklich. Den Indonesia Java Belawan Estate bekommt ihr beim Rösthaus entweder direkt, was meine Empfehlung wäre, oder im Online-Shop. Er ist nicht ganz billig, er kostet 11 Euro für 250 Gramm. Funktioniert halt auch, wie gesagt, auf jeden Fall auch auf der Bialetti als Mokka. Und jetzt würde mich interessieren, habt ihr vielleicht für mich einen Tipp für einen weiteren Kaffee aus Indonesien? Kennt ihr das Wiener Rösthaus vielleicht sogar und habt ihr einen ganz anderen Favorite dort? Gibt es vielleicht irgendeinen Kaffee, den ihr gerne mit dem Setup durchgetestet hättet? Schreibt es uns in den Kommentaren. Ich lese mir auf jeden Fall alle durch. Ah ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise drückt die Abo-Glocke. Dann verpasst ihr nicht das nächste Video nicht mit einer weiteren spannenden Kaffeeröstung. Ja, und ich würde sagen, zu einem guten Kaffee passt auch immer eine gute Mehlspeise. Entweder selbst gemacht oder in diesem Fall von meiner Mami. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.